Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mal wieder ganz ungewohnt ein Sit-Down-Video in meinem neuen Schlafzimmer. Das ist das unfertigste Zimmer von allen, aber hier ist das schönste Licht. Ich bin ein bisschen außer Atem. Ich bin gerade die Treppen hochgerannt, aber das legt sich gleich. Das hier ist eine Spontanidee, dieses Video. Ich habe nämlich gestern durch Zufall was gemacht, das war auch überhaupt nicht geplant oder so. Aber es hat mir persönlich irgendwie so viel gebracht, dass ich das unbedingt mit euch teilen wollte. Ich weiß, bei euch sind gerade 30 Grad, also macht euch vielleicht ein leckeres Kalt- oder Heißgetränk. Ich habe hier einen Kaffee. Hier ist es gerade 9 Uhr morgens und es regnet. Es geht um das Thema Journaling. Das ist eigentlich nicht mein Tagebuch, sondern eigentlich mein Businessplaner. Aber aus irgendeinem Grund hatte ich den in der Hand, als es losging. Und zwar bin ich zuallererst mal über ein random Reel in Instagram gestolpert. Und zwar mit einer Frage der Selbstreflexion. So ein bisschen in Richtung Shadowwork. Das Thema hatten wir ja vor 1-2 Jahren schon. Selbstreflexion, seine eigenen Gedanken ausschreiben und so sehr viel über sich selbst lernen, über seine eigenen Ängste lernen und so ein bisschen reflektieren, was einen eigentlich wirklich zurückhält. Und genau die Frage, die mir da über den Weg gelaufen ist, hat das auf den Punkt gebracht. Eigentlich waren es 2 Fragen. Die erste Frage: I cannot expand to my full potential because. Also, ich kann nicht mein volles Potenzial ausleben, weil. Und dann schreibt man auf all die Gründe, die man sich selber immer wieder sagt, warum man nicht sein volles Potenzial auslebt. Eine der Sachen, die ich hier zum Beispiel aufgeschrieben habe, ist, dass ich nicht gern im Mittelpunkt stehe und wenn ich mich so exzentrisch anziehen würde, wie ich es gern würde, dann würde ich ziemlich oft im Mittelpunkt stehen, auch auf der Straße, und das hält mich so davon ab. Aber ich habe wirklich eine ganz lange Liste, eine ganze Seite geschrieben. Die zweite Frage geht dann eher so in die Business-Richtung und die lautet: I cannot expand to my full wealth because. Also auf Deutsch mehr oder weniger: Ich kann nicht meinen höchsten Wohlstand erreichen, weil. Und dann überlegt man mal, was für Glaubenssätze man sich selber immer wieder vorsagt, warum man nicht erfolgreich ist. Weil ich zu jung bin, weil mir die Erfahrung fehlt, weil ich eine Frau bin, weil was auch immer. Das sind natürlich sehr, sehr individuelle Sachen und auch da habe ich wieder eine ganze Liste aufgeschrieben. Und eine Realisation, die ich hatte, war zum Beispiel, dass ich mich nicht richtig traue, in mein Business hier in Chile reinzuknien, weil ich ein bisschen Angst vor der Verantwortung habe und dass mir diese Verantwortung wieder meine zeitliche Freiheit nimmt und ich dann wieder zeitlich eingeschränkter bin. Wenn man diese Liste hat, dann kann man natürlich überlegen, ist da was dran, ist da nichts dran, halte ich mir das selber nur vor. Das waren so die Vorschritte, aber dann sind wir bei der Frage angekommen, die bei mir wirklich richtig was bewirkt hat. Und das habe ich jetzt nicht irgendwo aus einem Reel oder so, das ist einfach, das kam in dem Moment in meinen Kopf und ich dachte, das ist jetzt der Moment, mir diese Frage zu stellen. Und die Frage ist: Was würde ich tun, wenn ich keine Angst hätte? Das heißt, ich habe im ersten Schritt reflektiert, vor was habe ich eigentlich Angst? Und dann da habe ich drüber nachgedacht, wenn diese ganzen Ängste nicht existieren würden und ich könnte die ausradieren und ich müsste keine Angst haben zu scheitern, was würde ich dann wirklich machen? Also worauf hätte ich Lust? Und ich sag's euch, wow. Im ersten Moment war ich natürlich mit dieser Liste etwas überfordert. Ich habe krasse Sachen draufgeschrieben. Ich habe Sachen draufgeschrieben, die so ein bisschen unerreichbar sind, aber je mehr ich geschrieben habe, desto unspektakulärer wurden eigentlich die Sachen und desto kleinteiliger und alltäglichere Sachen standen da eigentlich drauf, die eigentlich jetzt im Nachhinein betrachtet überhaupt nichts Besonderes sind. Und der einzige Grund, warum ich diese Sachen nicht direkt gemacht habe, ist, weil ich irgendwo so eine kleine Sorge im Hinterkopf hatte, meistens, was denken die anderen? Und mit die anderen, das können verschiedene Sachen sein. Was denken meine Follower, wenn ich das und das auf meinem YouTube-Kanal mache? Was denken meine Eltern von mir, wenn ich über das und das auf meinem YouTube-Kanal spreche? Was denken meine Kollegen, wenn ich das und das in die Arbeit anziehe? Oder auch so Sachen, was passiert, wenn ich mich das traue und dann scheitere ich? Zum Beispiel habe ich hier einen 10-Kilometer-Lauf draufstehen, der im Oktober stattfindet und wo ein Freund von uns mich gefragt hat, ob ich da auch mitlaufen will. Also die anderen laufen alle wahrscheinlich also nicht alle, keine Ahnung, 2 oder so laufen einen Halbmarathon. Und die haben eben gemerkt, dass es da auch den 10-Kilometer-Lauf gibt. Und sie wissen ja, dass ich den 5-Kilometer-Lauf wann war das? Im Mai, glaube ich, gelaufen bin. Und von Mai bis Oktober, ich meine, jetzt haben wir schon Juni, aber
Das ist was man schaffen kann. Also auf 10 Kilometer hinarbeiten ist jetzt nicht so wild. Und wenn ich jetzt keine Angst davor hätte, dass ich es vielleicht nicht schaffe und das vielleicht sogar auch die Freunde mitkriegen, die dann da sind, dann würde ich auf alle Fälle mich dafür anmelden und es auch probieren und dafür auch trainieren. Und auf dieser Liste sind ungefähr 40 Punkte. Manche von diesen Punkten sind wirklich extrem groß. Da geht es um Business, also Business-Ideen, die ich gerne ausprobieren würde. Ein paar von den Sachen sind wirklich ganz kleine Sachen, wie zum Beispiel öfter roten Lippenstift tragen. Oder auch ganz basic Dinge wie einfach meine persönliche Meinung stärker zu vertreten, wenn ich in einem Konflikt bin und nicht immer die heile Welt auszusuchen sozusagen. Also ich werde jetzt natürlich nicht alle diese Sachen mit euch teilen, die hier auf der Liste stehen, aber ich wollte euch davon erzählen, weil zuerst war diese Liste total aufregend und ich dachte so, oh mein Gott, wenn ich diese Liste anschaue, dann habe ich eigentlich nur Angst. Aber je mehr Zeit vergangen ist, also es war erst gestern, nach ein paar Minuten, als ich sie nochmal durchgelesen habe, dachte ich mir, eigentlich bin ich total excited und eigentlich klingt das wie meine Traum-To-Do-Liste. Eigentlich sieht es aus wie mein Vision Board, nur mit all den Sachen, die unbequem sind und auf die ich wirklich stolz wäre, wenn ich die auch erreichen könnte. Oder wenn ich es zumindest probiert hätte. Außerdem, wenn ich all diese Sachen ausprobieren würde, dann würde ich echt richtig krass was lernen im Leben. Dann dachte ich mir, okay, je länger ich diese Liste anschaue, desto mehr sieht es eigentlich nach einem Vision Board oder nach einer To-Do-Liste aus, die einfach nur super aufregend ist. Ich saß da also auf der Couch, habe eine Weile drüber nachgedacht und dann habe ich die nächste Seite genommen. Also ich habe einfach umgeblättert und geschrieben, One-Year-Goal, also mein nächstes Einjahresziel. Und dann habe ich mir diese ganzen Sachen, die mir total Angst gemacht haben, so ein bisschen unterteilt in, was ist privat, was hat mit dem Aussehen zu tun, was ist Business, was ist Sport, was ist zwischenmenschliche Beziehung. Und habe quasi in jedem dieser Oberpunkte sozusagen eine Zusammenfassung gemacht. Also wenn ich jetzt all die Sportsachen zusammenfasse, vor denen ich eigentlich Angst habe, dann bin ich am Schluss bei einem Punkt rausgekommen, meinem körperlichen Einjahresziel, in dem ich geschrieben habe, meinen Körper maximal ausprobieren. Und dazu gehören verschiedene Sportarten auszuprobieren, an einem 10-Kilometer-Lauf teilzunehmen, weitere Inline-Skate-Kurse zu machen und darin richtig gut zu werden und noch ein paar andere Sachen. Und so gibt es halt zum Beispiel den Punkt, wo möchte ich mit meinen YouTube- und Instagram-Kanälen hin? Wo möchte ich mit meinem Auftreten, mit meiner Kleidung, mit meinem Auftreten, wie sagt man, Aussehen, mit meiner Selbstexpression, wo möchte ich dahin? Wie möchte ich von meinen Freunden wahrgenommen werden? Wie möchte ich meine Beziehungen führen? Wie möchte ich meine Me-Time gestalten? Wie möchte ich mein Zuhause gestalten, was ja jetzt wirklich mein Zuhause ist, weil wir dieses Haus gekauft haben? Also, um bis hierher zusammenzufassen, was ich gestern gemacht habe, ist mir zu überlegen, was für Ängste ich habe. Dann im zweiten Schritt zu überlegen, von was halten mich diese Ängste ab, was ich eigentlich gern machen würde. Schritt 3, realisieren, dass Angst irrelevant ist und das Ganze in einen Plan verwandeln. Dann bin ich sogar noch einen Schritt weiter gegangen, denn ein Einjahresplan ist ja immer sehr abstrakt und es ist sehr schwer, das umzusetzen. Falls ihr damit Probleme habt, kann ich euch sehr empfehlen, das Buch The 12-Week Year, so rum. Ich verlinke es euch gerne mal unten. Ich habe das Buch Ende letzten Jahres gelesen, ich glaube im Oktober, November oder so. Ich war total begeistert. Und eine Sache, die in dem Buch erklärt wird, ist, dass es ganz gut ist, Accountability-Partner zu haben. Also Personen, mit denen man sich quasi regelmäßig austauscht, über die Ziele informiert, die man hat und die einen dann sozusagen ein bisschen verpflichten, auch seinen Zielen nachzugehen. Und man reflektiert quasi jede Woche, was ist mein Ziel, welche Schritte möchte ich ergreifen, um dem Ziel näher zu kommen und was ist genau der Schritt für die kommende Woche. Und habe ich diese Schritte in der letzten Woche auch umgesetzt. Und tatsächlich seit letzten November habe ich eine Gruppe gefunden, oder was heißt gefunden, ich habe eine Gruppe initiiert mit inzwischen 3 guten Freunden und wir schalten uns jeden Montag zusammen via Zoom 45 Minuten und teilen miteinander die Ziele, die wir verfolgen und es ist extrem effizient. Also wenn jemand von euch auch auf der Suche ist nach so einem Accountability Meeting, ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, das Buch zu lesen. Und ihr könnt ja gerne unten in den Kommentaren mal schreiben, wenn ihr auf der Suche seid nach so einer Gruppe
Und dann könnt ihr euch ja zusammentun. Ich würde empfehlen, dass es nicht mehr als 4 Personen pro Gruppe sind, sonst wird die Dauer des Meetings zu lang. Und dann wird es wieder schwierig, das auch wirklich durchzuziehen jede Woche. Jedenfalls bin ich jetzt perfekt an dem Punkt, wo ich Einjahresziele habe und die dann in kleinere 3-Monatsziele, Monatsziele, Wochenziele runterbrechen kann. Was ich jetzt machen möchte, ist dieses Wochenende das Buch nochmal zu wiederholen, weil es jetzt schon ein halbes Jahr her ist, dass ich das gelesen habe. Und diese ganzen Vorgehensweisen nicht mehr so arg verfestigt sind. Und dann meine Ziele wirklich weiter zu verfeinern. Aber einige Sachen habe ich auch schon aufgeschrieben, die ich quasi ab sofort umsetzen will, die jetzt keine Sachen sind, die man einmalig macht, sondern die eher Routinen sind sozusagen oder andere Handlungen im Alltag, die mich auch positiv in diese Richtung hin führen sollen. Und eine dieser Sachen ist, das habe ich ja auch schon in der Vergangenheit öfter angestoßen, bin dann immer wieder so ein bisschen rausgekommen, dass ich mich morgens tatsächlich zurecht mache und mir was Vernünftiges anziehe und nicht meinen Tag in Jogginghose verbringe. Das hat im Sommer sehr gut funktioniert, weil ich so schöne, bequeme Stoffhosen hatte. Jetzt im Winter hat man, oder ich habe jetzt im Winter eher Jeans an, dickere Hosen und das ist ein bisschen unbequemer. Und deswegen habe ich das wieder so ein bisschen schleifen lassen, weil ich irgendwie mich nicht dazu durchringen konnte, statt in einer bequemen Jogginghose in einer unbequemen Jeans zu arbeiten am Schreibtisch. Also was ich nun gemacht habe, ist, ich gehe wieder so ein bisschen in die Richtung Kleider und Röcke, weil das einfach viel bequemer ist. Also ich experimentiere gerade so ein bisschen in die Richtung. Was ich schon seit Wochen jetzt regelmäßig mache, ist jeden Morgen ein Tagebuch zu schreiben. Das habe ich richtig, richtig gut implementiert. Das will ich auch unbedingt beibehalten. Es tut mir richtig gut und meine Meditationsroutine ist richtig hinten runtergefallen. Das möchte ich auf jeden Fall wieder aufgreifen. Außerdem sind wir jetzt wieder frisch umgezogen, wieder frisch in einem neuen Haus und das ist für mich auch immer automatisch der Zeitpunkt, sich eine neue Haushaltsroutine aufzubauen. Also überhaupt eine neue, in Anführungszeichen, Putzroutine oder überhaupt die ganzen Prozesse müssen wieder neu optimiert werden. Wie sortiere ich die Wäsche, wo sortiere ich die Wäsche, wo steht der Wäschekorb, wann bringe ich die runter, wie vergesse ich nicht die Waschmaschine im Keller, bla bla bla. Also das ist in einem mehrstöckigen Haus ein bisschen komplizierter als in der Wohnung, weil man irgendwie nicht automatisch durch jedes Stockwerk geht und dann schnell die Sachen vergisst und dann bevor man, zum Beispiel das hier ist das Schlafzimmer, das ist das oberste Stockwerk und ich komme hier eigentlich nie her, außer wenn ich abends ins Bett gehe und dann sehe ich das Chaos und denke mir, ah verdammt, das wollte ich heute machen, aber ich habe das noch nicht quasi implementiert in meinem Kopf, diese Routine, vielleicht einmal am Tag oder 2 Tage durchs Haus zu gehen, bis ins oberste Stockwerk und da halt auch Klarschiff zu machen. Also das sind alles Sachen, die jetzt vielleicht nicht so krass wichtig erscheinen, aber wenn man die alle zusammenzählt, dann macht das halt einen großen Unterschied, wie organisiert der Alltag ist, wie aufgeräumt das Zuhause ist und das beeinflusst ja dann wiederum, wie strukturiert man sich fühlt oder wie abgelenkt man sich vielleicht auch fühlt vom Chaos und vom Dreck, wenn es dann einen gibt. Auf meinen Kanälen habe ich mir auch natürlich ein bisschen Gedanken gemacht und will ein paar neue Themen in den Fokus auf meinen Kanälen rücken, ein paar andere Themen gehen lassen und ein paar neue Formate ausprobieren. Ich habe jetzt noch nicht den krass konkreten Plan, welche Formate ich in Zukunft ausschließlich durchziehen will, aber ich bin auf jeden Fall offen, mal verschiedene Formate auszuprobieren in Instagram und in YouTube und zu gucken, was mir am meisten Spaß macht, was bei euch gut ankommt und mich dann in diese Richtung zu entwickeln. So, ihr Lieben, das war's für dieses Video. Ich hoffe, es war mal wieder spannend für euch, ein Sit-Down-Video von mir zu bekommen. Ich hatte meinen Mojo verloren so ein bisschen in den letzten Wochen, aber ich habe das Gefühl, jetzt kommt es langsam zurück. Jetzt, wo der Umzug über die Bühne ist und wir hatten so unfassbar viele Sachen zu tun in den letzten Wochen und Monaten. Wir sind gar nicht zur Ruhe gekommen und on top mit den Hunden, das war wirklich so anstrengend. Ich erwarte, was heißt erwarte? Auf Spanisch sagt man nicht erwarte. Ich freue mich drauf, wenn wir wirklich nur noch zu dritt zu Hause sind und ich mich hier so richtig einleben kann. Und wenn so ein bisschen Ruhe einkehrt. Ich glaube, dann kommt auch meine Kreativität so langsam zurück. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen fantastischen Sonntag und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann. Alles.